Die Seele eines Volkes, Serbien und die Frage nach den eigenen Wurzeln. Was macht ein Volk zu einem Volk? Gibt es etwas, das bleibt, wenn Reiche fallen und Karten neu gezeichnet werden? Etwas, das ein Volk durch Niederlage und Zerstreuung hindurchträgt und es noch dann zusammenhält, wenn es alles andere verloren hat? Ja, und dafür gibt es ein altes Wort, die Volksseele, die Seele eines Volkes. Diese Seele ist schwer zu fassen und doch ganz wirklich. Sie wohnt in dem, was ein Volk miteinander teilt, in einem gemeinsamen Glauben, in einem gemeinsamen Gedächtnis, in einer Sprache, die von Geschlecht zu Geschlecht weitergereicht wird, in den Liedern, die es singt und in den Gräbern, an denen die Nachfahren stehen. Wer nach der eigenen Identität fragt, fragt nach eben diesem Grund. Was ist mein Fundament, meine Wurzel, das Bleibende, das mich trägt? Woher komme ich und zu wem gehöre ich? Was ist mein Erbe und wo meine Heimat? Es gibt ein Volk, an dem sich diese Frage wie in ein Brennglas studieren lässt, das Serbische. Sein Weg durch die Jahrhunderte ist gezeichnet von Glanz und Untergang, von Reichen, die aufstiegen und zerfielen, von Niederlagen, die ein anderes Volk vernichtet hätten, und doch ist es nicht ausgelöscht worden. Etwas hat es getragen. Wer wissen will, woraus eine Volksseele lebt und was sie so widerstandsfähig macht, der findet in Serbien eine eindrückliche Antwort. Und am Ende, fast unausweichlich, kehrt die Frage zu uns selbst zurück. Was trägt uns? Sind wir auch so geerdet, so verwurzelt, so widerstandsfähig? Die serbische Geschichte beginnt mit einem Sohn, der seinen Vater verlässt. Rasko, der jüngste Sohn des mächtigen Fürsten Stefan Nemanja, steht mit 16 Jahren vor einer sicheren Zukunft. Titel, Ansehen, Macht. Doch in seinem Herzen wächst eine andere Sehnsucht, stärker als die Bindung an Thron und Geschlecht, die Sehnsucht nach Gott. Heimlich verlässt er den Hof und folgt zwei russischen Mönchen auf den Berg Athos, jene abgeschiedene Halbinsel im Norden Griechenlands, die seit Jahrhunderten das geistliche Herz der orthodoxen Welt ist. Dort legt er sein altes Leben ab und wird zum Mönch Sava. Was aus weltlicher Sicht ein Verlust ist, wird zum Anfang einer Geschichte, die ein ganzes Volk bis heute prägt. Denn mit Sava beginnt nicht nur das Leben eines Heiligen, mit ihm wird die Seele Serbiens sichtbar. Doch um zu ermessen, was dieser Schritt bedeutet, müssen wir auf den Vater blicken, den er zurücklässt. Stefan Nemanja steht zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Macht. 3 Jahrzehnte lang herrscht er über die Raschka, das serbische Kernland, zwischen dem Byzantinischen Reich im Osten und den lateinischen Mächten des Westens. Er ist ein Herrscher aus hartem Holz, mutig, ehrgeizig, unbeugsam. Er ordnet das Leben, ringt seinen eigenen Brüdern die Krone ab, führt Krieg um Krieg und festigt seine Herrschaft mit dem Schwert. Auch die Bogomilen, eine dualistische Sekte, die er als Gefahr für die Einheit seines Landes sieht, bekämpft er entschieden. Und doch trägt dieser Mann des Krieges ein zweites Gesicht. Mit derselben Hand, die das Schwert führt, baut er Kirchen und Klöster. Eroberer und Stifter zugleich, formt er aus zersplitterten Ländern ein Reich und legt ihm zugleich ein geistliches Fundament. Aber der radikale Entschluss des jüngsten Sohnes lässt ihn nicht los. Vielleicht als Buße für vergossenes Blut, vielleicht aus einer Sehnsucht, die sich erst im Alter ganz entfaltet. Im Jahr 1196 mit über 80 Jahren tut er, was ein mächtiger Herrscher selten tut. Er legt die Krone nieder. Er übergibt das Reich seinem mittleren Sohn Stefan, nicht dem älteren Vukan, empfängt im Kloster Studenica, das er selbst gestiftet hat, die Mönchsschur und den Namen Simeon und wählt für seine letzten Jahre nicht den Thron, sondern die Zelle, nicht die Macht, sondern Buße und Gebet. Hier liegt ein Schlüssel zur serbischen Seele, denn in diesem einen Mann ist beides vereint, der Krieger und der Büßer, der Eroberer, der mit dem Schwert ein Reich gewann, und der Mönch, der alles dahingab, um sich dem Geistlichen zu widmen. Er endet nicht als triumphierender Herrscher, sondern als kniender Mönch. Und das Volk lernt von ihm, dass die tiefste Stärke nicht im Schwert liegt, sondern in der Demut vor Gott. Dass eine Krone, die man freiwillig niederlegt, schwerer wiegt als ein Reich, das man erobert.
So zieht Simeon dem Sohn nach auf den heiligen Berg Athos. Vater und Sohn, Fürst und Fürstensohn, beide nun Mönche auf demselben Weg. Gemeinsam bauen sie das verfallene Kloster Hilandar wieder auf, das bis heute besteht, die geistliche Heimat des serbischen Volkes auf dem heiligen Berg, ein Ort des Gebets und der Gelehrsamkeit, in dessen Bibliothek bis heute Tausende von Handschriften und Ikonen bewahrt werden. Was Stefan Nemanja auf dem Thron begonnen hat, vollendet er als der Mönch Simon in der Mönchszelle. Als er stirbt und man später sein Grab öffnet, strömt aus seinen Gebeinen ein süßer Duft, ein duftendes Öl, das die Überlieferung Myrrhe nennt. In der Orthodoxie ein Zeichen der Heiligkeit. Seither trägt er den Namen des Myrrhenströmers. Sava hätte auf dem Athos bleiben können, im Gebet und in der Stille, fern vom Lärm der Welt. Doch die Heimat ruft ihn zurück, das Land zerreißt im Bruderkrieg, Savas Brüder bekriegen sich um die Krone und das Volk leidet. Da verlässt der Mönch noch einmal die Zelle, nicht um zu herrschen, sondern um zu heilen. Er trägt die Gebeine des Vaters heim und beschwört seine Brüder vor den Reliquien des Heiligen zur Versöhnung. Und es gelingt. Über 10 Jahre bleibt er bei seinem Volk, heilt die Wunden des Krieges, baut Kirchen und ordnet das geistliche Leben. Und im Jahr 1219 reist er zum Patriarchen und erbittet das Kostbarste, was ein Volk empfangen kann, eine eigene, unabhängige Kirche. Er bekommt sie und wird der erste Erzbischof der serbischen Orthodoxie. Von nun an hat das Volk ein eigenes geistliches Haupt, eine eigene Stimme, ein eigenes Recht. Es steht nicht länger unter fremder Kirchenhoheit, sondern trägt Verantwortung für sich selbst. Sava gibt ihm nicht nur eine Kirche, er gibt ihm eine Seele. Doch Sava ist mehr als Kirchenmann. Er ist der große Lehrer seines Volkes. Im selben Jahr schreibt er das erste serbische Gesetzbuch, das Zakono Pravilo, in dem er das römische und das kirchliche Recht zu einer einzigen Ordnung verbindet. Von solchem Rang, dass es später auch in Bulgarien, in Rumänien und in Russland eingeführt wird. Aus seiner Feder stammen die Regeln der Klöster und das erste Werk der serbischen Literatur überhaupt, das Leben seines Vaters, des heiligen Simeon. Er macht die Klöster zu Stätten der Bildung, lässt Handschriften sammeln und abschreiben und verwurzelt so die Schrift und das Wissen in seinem Volk. Noch heute gilt er als der Erleuchter der Serben und ihr erster Lehrer. 2 Jahrhunderte lang herrschten die Nemanjić auf ihrem Höhepunkt. Im Jahr 1346 wird Stefan Duschan zum Kaiser gekrönt. Sein Reich reicht von der Donau im Norden bis tief nach Griechenland hinein, hinab bis an den Golf von Korinth. Doch was ein Mann errichtet, kann der Sohn nicht immer halten. 1371 erlischt die Linie und das Reich zerfällt, gerade als von Osten her eine neue Macht heranzieht, die Osmanen. Hier begegnet uns der Name, der für jeden Serben mehr ist als ein Ort, das Amselfeld im Kosovo. Am Weizak des Jahres 1389, dem Festtag des heiligen Vitus, den die Serben heute am 28. Juni begehen, treffen die Heere des Fürsten Lazar auf das Aufgebot des osmanischen Sultans Murat. Es wird kein klarer Sieg und keine klare Niederlage, sondern ein blutiges Auseinandergehen, das beide Seiten bis ins Mark erschöpft. Der Sultan fällt, der Überlieferung nach getötet von dem serbischen Ritter Miloš Obilić. Das einzige Mal in der Geschichte, dass ein osmanischer Herrscher im Kampf durch Feindeshand den Tod findet. Auch Lazar fällt, gefangen und hingerichtet, und wird der Kirche zum heiligen Fürsten und Märtyrer, dessen Reliquien bis heute im Kloster Ravanica ruhen. Und doch kommt das Schwerste erst danach. 70 Jahre später, mit dem Fall der Festung Smederevo im Jahr 1459, verschwindet Serbien für fast 4 Jahrhunderte von der Landkarte. Aber das Gedächtnis des Volkes verdichtet diese Stunde zu etwas anderem, zu einer Wahl. Die Überlieferung erzählt, ein Engel habe Lazar in der Nacht vor der Schlacht 2 Reiche vor Augen gestellt: das irdische, das Überleben und Macht verspricht, und das himmlische, das den Tod auf dem Feld fordert, aber das Leben schenkt, das nicht endet. Lazar wählt das himmlische Reich.
Das ist die tiefste Deutung einer Stunde, die sich dem nüchternen Verstand entzieht. Ein Volk, das so viel verloren hat, braucht nicht Rechtfertigung, sondern Sinn. Und diesen Sinn findet es nicht im Sieg, sondern in der bewussten Wahl für das Größere und Göttliche. Diese Deutung ist trostreich und sie ist gefährlich zugleich. Trostreich, weil sie Würde schenkt, wo nur Trümmer blieben. Gefährlich, weil eine Wunde, die man so heilig hält, auch zu brennen vermag. Aus ihr kann der ganze alte Schmerz wieder aufbrechen, das ganze Leid, das ein Volk getragen hat. Und was als Gebet begann, kann sich in einen Brand verwandeln, an dem man sich noch nach Jahrhunderten verzehrt. Es gibt ein Buch, das in Serbien fast jeder kennt, die Vermächtnisse Stefan Nemanjas. Viele halten es für ein mittelalterliches Wort des großen Herrschers an seinen Sohn. In Wahrheit schrieb es im 20. Jahrhundert ein Mann, der sah, wie sein Volk in den Wirren des Krieges und des Kommunismus den Boden unter den Füßen verlor. Er nimmt die Stimme des heiligen Simeon auf und lässt ihn sprechen, als stünde er unter uns. Er dichtet, um zu erinnern. Das Buch fasst dieses Erbe in mehreren Vermächtnissen, darunter dem der Erde, des Blutes, der Gräber, der Sprache, des Himmels, der Kirchen und des Staates, und sein bekanntester Satz trifft genau ins Herz unserer Frage. Nach einer verlorenen Schlacht bleibt das Volk, nach einer verlorenen Sprache gibt es kein Volk mehr. Heilige haben diesem Volk seine Seele gegeben. Der heilige Simeon, der Fürst, der alles ablegte, der heilige Sava, der Mönch, der alles aufbaute, und der heilige Fürst Lazar, der auf dem Amselfeld alles hingab und das himmlische Reich wählte. Der eine gründete die Seele, der andere lehrte sie, der dritte besiegelte sie mit seinem Blut. Die Dynastien sind längst vergangen, ihre Reiche zerfallen, aber das, was diese Heiligen gepflanzt haben, der Glaube, die Sprache, das Gedächtnis, das lebt. Was also trägt die Seele dieses Volkes? Zum ersten der Glaube, der hier nie neben der Geschichte stand, sondern ihr Fundament war. Bei den Nemanjić sind Glaube und staatliche Ordnung von Anfang an miteinander verwoben. Die Kirche steht nicht neben der Macht, sie ist ihr Grund, ihr Schoß. Darum ist der Glaube für den orthodoxen Serben nicht bloß eine religiöse Entscheidung, sondern eine Herkunft, eine Zugehörigkeit, ein Gedächtnis. Kirche und Volk, Liturgie und Geschichte sind keine getrennten Welten, sondern ein einziges Gewebe. Zum Zweiten die Überzeugung, dass das Leiden einen Sinn hat, dass Gott auch in der dunklen, unentschiedenen Stunde gegenwärtig ist. Diese Überzeugung hat das Volk durch die osmanische Herrschaft getragen, durch 2 Weltkriege, durch das kommunistische Jugoslawien, durch den blutigen Zerfall am Ende des 20. Jahrhunderts. Sie ist echte Theologie und wie jede echte Theologie ist auch sie nie sicher vor dem Missbrauch. Und zum Dritten die zähe Mühe, dieses Erbe in einer zerstreuten, vergesslichen Zeit lebendig zu halten. Denn es lebt nicht in Büchern allein, sondern in dem, was man spricht, singt und feiert. Es lebt in den Namen, in der Musik, im Gesang der Liturgie, der die Worte nicht nur spricht, sondern trägt, und in den alten Heldenliedern, die der Sänger anstimmte. Als Serbien keinen Staat mehr hatte, keine Schulen und keine Bücher, da waren es diese Lieder von Mund zu Mund weitergereicht, die das Gedächtnis an das Amselfeld und an die Heiligen durch die Jahrhunderte trugen. Eine Bibliothek, die kein Eroberer verbrennen konnte, weil sie auf den Lippen und in den Herzen des Volkes wohnte. Doch Wurzeln allein genügen nicht. Es kommt darauf an, wie man sie trägt. Dieselbe Sprache, dasselbe Blut, dieselbe Erde, dieselben Gräber, dieselben Lieder können Wurzeln nähren, die einen Menschen tragen, und Mauern errichten, die andere ausschließen. Das Erbe kann zur Einladung werden oder zur Abgrenzung, zur Kraft, die öffnet, oder zu einer Festung, die den Weg versperrt. Darum ist ein Erbe niemals einfach Besitz, etwas, das man hat und für sich behält. Es ist eine Aufgabe, eine Verantwortung, die jede Generation aufs Neue auf sich nimmt oder verspielt. Und hier kehrt die Frage zu uns zurück, leise und unausweichlich, denn die Frage, die
die Serbien in jeder Generation neu beantworten muss, ist auch die unsere. Worauf stehen wir, wenn das Land sich wandelt, die Sprache zum bloßen Werkzeug verflacht, das gemeinsame Gedächtnis verblasst, der Glaube verschwindet? Wir im Westen haben vieles: Wohlstand, Freiheit, Wissen, eine Beweglichkeit, von der frühere Geschlechter nicht zu träumen wagten, und vieles davon ist ein echtes, hart erkämpftes Gut, das man nicht geringschätzen darf. Aber die Frage liegt tiefer: Trägt uns etwas, wenn dies alles ins Wanken gerät? Haben wir noch einen gemeinsamen Glauben, ein Gedächtnis, das weiter zurückreicht als eine einzige Generation, eine Geschichte, die größer ist als das eigene Leben? Oder haben wir im Namen der Befreiung von allem, was uns band, am Ende auch das gekappt, was uns gehalten hätte? Und die Lehre, die blieb, Freiheit genannt? Ein Volk lebt nicht von dem, was es besitzt, sondern von dem, woran es sich erinnert und woran es glaubt. Wo der Glaube verdunstet, das Gedächtnis erlischt und die Sprache zum bloßen Mittel wird, da löst sich auch die Seele eines Volkes auf, nicht mit einem Schlag, sondern leise, wie ein Duft, der sich verliert. Serbien hat seine Wurzeln durch fast 4 Jahrhunderte osmanischer Herrschaft getragen. Vom Fall des Landes 1459 bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, 4 Jahrhunderte ohne eigenen Staat, in denen das Volk fremder Macht unterworfen war, in denen man christliche Knaben aus den Dörfern holte, um sie zu Soldaten und Dienern des Sultans zu erziehen, und der Glaube nur unter Druck und Demütigung gelebt werden konnte. Dass es diese lange Nacht überstand, ohne sich selbst zu verlieren, lag daran, dass es wusste, woraus es lebt. Die Frage, die bleibt, ist einfach und schwer zugleich. Wissen wir, woraus wir leben? Und ist das, woraus wir leben, stark genug, uns durch eine Nacht zu tragen, in der wir alles andere verlieren? Ein Volk, das seine Wurzeln kennt, ist nicht verloren. Aber Wurzeln, die niemand mehr pflegt, sterben im Verborgenen, lange ehe der Baum es merkt.